Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video zeige ich euch eine echte Neuheit aus dem Pössl Modelljahr 2022. Das und was der Wagen sonst noch so kann, das erfahrt ihr in dem heutigen Video zum Pössl Summit 540 Shine. Viel Spaß dabei! Wir sind hier auf der Pössl Roadshow 2022, also schauen wir uns alle neuen Modelle fürs kommende Modelljahr an. Und mit diesem ersten Video geben wir euch einen kleinen Eindruck, was uns im kommenden Modelljahr erwartet, was es an Neuerungen gibt. Und da sind auch ein paar Sachen dabei, auf die ihr schon sehnsüchtig wartet. Das sehe ich an den Nachrichten, die wir immer wieder bekommen. Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang. Ich zeige euch, was hier steht. Und alles, was hier steht, haben wir tatsächlich auch gefilmt. Das heißt, wenn ihr in Zukunft wissen wollt, wie die Autos im Detail aussehen, dann abonniert ihr jetzt. Drückt kurz auf Pause, unter diesem Video auf Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann kommen im Abstand von 3, 4, 5, vielleicht auch 6 oder 7 Tagen, je nachdem wie wir schaffen, das zu schneiden, die ganzen Videos, die wir hier gemacht haben. Und in ein paar Tagen oder Wochen seid ihr absolut up to date, was das Modelljahr 2022 von Pössl angeht. Wir haben uns hier schon ganz elegant platziert an der Stelle, die, glaube ich, mit Abstand am meisten erwartet wird. Und zwar zwischen unseren beiden neuen Stars. Stars, weil sie beide auf Mercedes-Chassis sind. Auf der einen Seite den Campstar und auf der anderen Seite den Vanstar. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schnappen uns schon mal so einen kleinen Geschmack vorweg, was der aussehen kann. Eine tolle Besonderheit an dem Campstar ist gegenüber allen anderen Fahrzeugen, und das ist auch für uns jetzt total praktisch, dass er 2 Schiebetüren hat. So wie wir es von seinem kleinen Bruder Campstar kennen. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, bleibt mal da und dann schauen wir mal gemeinsam, was es hier zu sehen gibt. Grundsätzlich die Highlights, und das zeigen wir euch in dem ganzen Video nochmal deutlich. Die Highlights dieses Fahrzeugs sind 2 Schiebetüren, rausnehmbare Küche, die wunderbar rausschwenkt. Da blenden wir euch jetzt mal 1, 2 Bilder ein, dass ihr schon mal eine Idee davon bekommt, wie das aussieht. Modernes Interieur, eine Außenhöhe 1,95, wahlweise auf Vito oder auf Mercedes V-Klasse, Motorisierung 140 bis 240 PS, Heckantrieb, Allradantrieb, Frontantrieb, modernstes Entertainment. Und das Ganze im Prinzip zu Preisen, die sich gewaschen haben. Die genauen Preise kommen aber in dem Campstar und Vanstar Video nochmal ganz genau. Die muss ich nämlich jetzt gleich selber erst nochmal ganz genau lesen. Das ist der Pössl Campstar. Sicherlich ein Hauptplayer in unserem nächsten Modelljahr. Nicht minder wichtig für uns und hier als total coole Variante wird der Pössl Vanstar. Die Namen werden nicht leichter. Star wegen des Mercedeses. Der Vanstar hier im Prinzip ist ein Fahrzeug, wenn ihr so wollt, eine normale Mercedes V-Klasse. Das heißt, unten in der Bestuhlung, wie ihr auch die V-Klasse konfigurieren könnt, genau wie bei der V-Klasse, wahlweise als Basisfahrzeug Vito oder so wie er hier steht als V-Klasse, auch mit allen Optionen. Und da gibt es zum Beispiel, das schauen wir uns in dem Video zum Vanstar dann ganz genau an, die neue Campbox fürs neue Modelljahr. Eigentlich von der Idee wie bisher, aber ein bisschen schicker, ein bisschen moderner, ein paar kleine Details mit dabei. Das sind, glaube ich, die beiden Neuigkeiten, auf die die meisten gewartet haben. Aber, und das ist ein Auto, das wird euch irgendwo auf Social-Media-Kanälen oder anderen YouTube-Kanälen schon begegnet sein, auch ein neues Modell fürs neue Modelljahr ist der Pössl Summit 540 Shine. Ich glaube, man will es uns bewusst kompliziert machen, weil wir hier nicht entscheiden können, ist es ein Prime, ist es ein Shine. Die Namen sind alle nah beieinander. Wir warten jetzt mal ganz kurz, bis der Wagen gleich frei ist und dann schauen wir da mal einen ersten Blick in den Wagen rein, was euch beim Shine erwartet. Aber auch da haben wir gestern schon ausgiebig alle Details gefilmt. Kommt auch ein komplettes Video mit dazu. Ja, der Pössl Summit 540 Shine. Das ist ein Fahrzeug, da sind wirklich vor allem 2 Dinge, auf die ich euch in dem kurzen Video heute schon mal hinweisen kann. 2 Dinge, die spektakulär anders sind als in anderen. Wir haben zum einen hier einen Einzelsitz, wobei der Einzelsitz keine feststehende Entscheidung ist. Ihr könnt entscheiden, ob ihr einen Einzelsitz haben wollt, einen Zweiersitz oder sogar eine Dreiersitzbank. Wie das geht, verraten wir euch im Video zum Summit 540 Shine. Ich muss mich echt auf die Namen konzentrieren heute. Das Zweite, was an dem Auto wirklich besonders ist, ist hier das, was Pössl Multi-Roof nennt. Nicht mehr die Entscheidung, Ablagefläche oder keine Ablagefläche, sondern, muss ich hier gucken, dass ich das richtig mache, das ist alles,
Das haben wir gestern im Video sogar gezeigt, hier, damit es keine Missverständnisse gibt. Fahrzeugausbau auf Vorserienstand. Das heißt, das ist noch so ein bisschen Prototypenstatus, aber die Idee, die hier dahinter steckt, ist, ihr habt die Wahl, ihr müsst euch nicht mehr entscheiden, Fach und schlechter Einstieg oder kein Fach, wenig Stauraum und guter Einstieg, sondern ihr könnt sagen, ich will das Fach, weil ich gerade viel dabei habe, oder ich will das Fach eben nicht mehr und löst das Ganze und klappt es nach oben und habt dann einfach den kompletten freien Durchstieg nach oben. Das Ganze muss hier noch so ein bisschen passgenauer werden für die Serie, würde ich sagen. Aber ja, so ist es drin und passt auf jeden Fall. Wie gut das funktioniert, das zeigen wir euch im ganzen Video zum Summit 45 Shine. Ansonsten haben wir das coole Schwenkbad und auch ein Querbett hinten. Komplett neuen Möbelbau. Und es gibt noch ein drittes Highlight für das Auto. Verrate ich zu viel? Nee, ich verrate nicht zu viel. Ist egal, das kommt in dem Video sowieso. Die ganzen Klappen sind hier mit beleuchtet. Aber alle Details dazu findet ihr dann im Video zum Summit 45 Shine. Das wird sicherlich eins der ersten sein, weil das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte ist. Ihr sagt, der Pössl Summit 540 Shine mit seinem Schwenkbad ist nicht die richtige Lösung für euch. Ihr wollt viel lieber ein Raumbad. Dann schaut euch doch einfach den Trenta einmal an. Da gibt es nämlich jetzt im Modelljahr 2022 auch ein Fahrzeug mit 5,40 Meter Länge. Hier haben wir das coole Raumbad drin. Das heißt, wir integrieren die Dusche in den Gang und haben dadurch, obwohl es ein 5,40 Meter Fahrzeug ist, eine große Sitzgruppe, eine tolle Nasszelle und ein schönes Bett. Das Ganze kombiniert mit dem freien Durchstieg nach vorne ist auch wirklich ein Fahrzeug, was total viel Raum bietet, obwohl es nur 5,40 Meter ist. Gefällt mir richtig gut. Ich finde auch den Trenta-Style schön. Da fühle ich mich richtig wohl drin. Da habt ihr jetzt ja auch den direkten Vergleich zu eben in dem Summit 45 Shine, den Einzelsitz oder hier die Zweiersitzbank. Da würde mich wahnsinnig interessieren, ob ihr sagt, Einzelsitz ist die Erfindung des Jahres. Ich muss nämlich jetzt die Fahrzeuge fürs kommende Modelljahr konfigurieren und weiß noch gar nicht genau, Einzelsitze oder Doppelsitzbank. Schreibt mal unter das Video bitte, was ihr für den richtigen Weg haltet in so einem kompakten 540er, der für 2 bis 3 Personen gemacht ist. Wenn ihr sagt, 540 ist mir aber zu klein, dann schaut euch das Video zum Pössl Trenta 600 an. Hier in dem Fall ein Trenta 600R. Eine Abwandlung würde ich das nennen. Kein richtig neues Modell, weil ein Trenta 600 wir ja schon gehabt haben. Klassischer Grundriss, 6 Meter Querbett, vorne die Sitzgruppe, aber das R für Raumbad. Das heißt, wie bei dem 540er, einfach um euch die Wahl zu lassen, klassische Nasszelle, gibt es den Trenta weiterhin ganz normal, wie ihr ihn kennt. Nasszelle mit dem Raumbad, dann wird es hier alles noch großzügiger. Guck mal, wie großzügig man hier durchgehen kann. Und das eben dann auch mit der riesen Duschkabine hier in der Mitte. Es ist immer so, dass sich die Geister an Raumbädern, Schwenkbädern und klassischen Nasszellen unterscheiden und die keiner so richtig weiß, was die richtige Lösung ist. Aber auf jeden Fall könnt ihr jetzt in der Trenta-Baureihe bis auf das Schwenkbad frei wählen, was ihr haben wollt. Gleich bleibt der Trenta vom Möbelbau, genauso wie im letzten Jahr. Ich glaube, wir haben kaum eine Baureihe, die so gut angekommen ist wie der Trenta. Das habt ihr auch in den Videos, die wir sonst zu den Trentas gemacht haben, ganz gut gesehen. Ja, das sind so die spektakulären Fahrzeuge, also vor allem Vanstar und Camstar, der Summit Shine. Die beiden Trenta sind wirklich neu. Das, was wir noch dazu haben, würde ich sagen, sind eher kleinere Modellpflegen. Die haben wir zwar auch gefilmt, um euch da up-to-date zu halten, aber bei dem klassischen Twin, da werfen wir jetzt im Vorbeigehen nur mal kurz einen Blick rein, gibt es einen neuen Boden, einen neuen Tisch und ein bisschen neue Stoffe. Also nichts wirklich, was spektakulär anders ist. Und bei dem Globe Scout, den wir dahinter haben, müssen wir mal gucken, wir sind nicht die Einzigen, die hier unterwegs sind, dass wir niemandem in die Quere kommen. Bei dem Globe Scout von Globcar haben sich auch ein paar Details geändert. Der ist weiterhin ein total schicker Möbelbau, da können wir ja noch mal gemeinsam einen Blick reinwerfen. Das heißt, auch hier großzügige Sitzgruppe, hier wieder eine klassische Nasszelle mit der Schiebetür. Dazu der Küchenblock, der ein bisschen überarbeitet wurde, eine neue Arbeitsplatte in der Küche, die man rausklappen kann. Also ein paar Detailverbesserungen, die quasi im Modelljahr 2021 noch nicht so optimal waren, sodass das jetzt ein richtig rundes Auto ist, auch endlich mit vernünftigen Fenstern in den Hecktüren. Das ging nämlich im letzten Jahr auch nicht. Was haben wir noch auf dem Zettel? Davor steht noch ein weiteres Fahrzeug. Da springen wir jetzt mal rüber und gucken, ob der vielleicht was Interessantes für euch ist. Ja, der letzte neue im Bunde, wobei auch der nicht richtig neu ist, den gab es letztes Jahr schon, der fristet aber so ein Nischendasein, ist der Roadcar 601R. Da haben wir gestern Abend lange Zeit drin verbracht und uns überlegt, was man für Varianten nehmen kann, wie man solche Betten nutzen kann. Aber auf jeden Fall ist es die günstigste Variante für 4 Personen, kein Aufstelldach drauf, kein Gewichtsproblem,
und trotzdem Grundriss, in dem man zu viert fahren kann. Wie das im Detail funktioniert, schaut euch das einfach in dem gesamten Video zu dem Roadcar 601 an, was auch die nächste Zeit kommt. Ja, schaut euch um. Ist es nicht wunderschön hier? Das muss man tatsächlich, das will ich eigentlich zum Abschluss, für uns ist gleich der Abschluss der Tagung, nochmal ganz klar sagen, Pössl hat sich hier richtig bemüht, während viele und andere Hersteller gesagt haben, ach, Corona-Zeiten, wir machen nichts, hat man hier gesagt, hey, ihr braucht nicht zu uns kommen, wir sammeln nicht alle Händler an einer Stelle, sondern wir sagen, wir kommen mit den Autos zu euch. Wir sind hier in Norddeutschland unterwegs, wir haben nur 45 Minuten Anreise gehabt und wie schön das hier ist. Gut Tarnsen in Sodersdorf, kann ich euch, falls ihr mal vorbeikommt, nur empfehlen. Ist sogar ein Reisemobilstellplatz vorne mit dran, wo die gesamte Pössl-Crew, und auch das finde ich richtig cool, wir haben alle in den Autos geschlafen, uns gestern einen netten Tag gemacht und heute die Tagung gehabt. Und jetzt wissen wir alles, was Sache ist für das kommende Modelljahr. Ja, also, wenn ihr die neuen Videos sehen wollt zu Campstar, Vanstar, Summit Shine, Trenta 540, Trenta 600R, To Win, Globe Scout und dem Roadcar. Die anderen drei da blenden wir aus. Das ist eine Marke, die wir gar nicht machen. Das ist nämlich clever. Damit haben wir nichts am Hut. Dann abonniert unseren Kanal, bleibt uns treu. In Kürze kommen die Videos alle, so wie ihr es kennt, schön und toll geschnitten von Chris. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall euch viel Spaß, Stück für Stück mit jedem Video. Ich freue mich auf euch in jedem Video. Bleibt uns treu, bis bald und alles Gute.